Und zugeschaltet ist mir nun Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Guten Tag, Frau Mohamed Ali. Guten Tag. Aus dem Stand haben Sie bundesweit 6,2% und in Ostdeutschland sogar 13,1% geholt. Das heißt, die Erwartungen an das BSW sind hoch. Wie wollen Sie diese denn erfüllen? Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz toller Erfolg für uns und das zeigt ja, dass da ein ganz großes Bedürfnis auch ist nach einer anderen Politik. Und wir werden im Europaparlament uns für das stark machen, für das wir im Wahlkampf auch geworben haben. Und das betrifft natürlich vor allem, dass wir versuchen wollen, darauf Einfluss zu nehmen, dass die Außenpolitik sich ändert, dass da mehr auf Diplomatie und auf Entspannung gesetzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir der Meinung sind, die EU muss dringend reformiert werden. Was wir da im Moment erleben, ist vor allem ein Lobbysumpf, ist Hinterzimmerpolitik, die intransparent ist und die nicht dazu führt, dass man insgesamt in Europa einen größeren Wohlstand hat, sondern der vor allem, ich sag mal, in die Kasse einzahlt von den stärksten Lobbys, das ist die Rüstungsindustrie, die Pharmaindustrie, das sind die großen Tech-Konzerne. Und da muss man dringend ran und wir wollen für diese Politik in Brüssel kämpfen. Aber welche Rolle spielt tatsächlich Ihre Co-Vorsitzende Sarah Wagenknecht? War es also eher eine Personenwahl oder doch dann die Programmatik des BSW? Na, ich denke beides. Also Sarah Wagenknecht steht ja ganz klar für die Politik, für die wir auch als BSW stehen. Und wir haben uns ja dafür entschieden, auch ganz bewusst, dass wir unsere Partei auch nach Sarah Wagenknecht benennen. Das ist jetzt der Fall. In Zukunft, also nach der Bundestagswahl werden wir da ja auch einen anderen Weg gehen. Aber viele Menschen verbinden mit Sarah eine bestimmte Politik, eine Politik der Vernunft. Sarah ist auch jemand, und das ist ja auch wirklich so, der viele Menschen zutrauen, dass sie sagt, was sie denkt und auch tut, was sie sagt. Und dafür stehen wir als BSW alle gemeinsam. Sehen Sie sich denn tatsächlich eher als Protestpartei oder wollen Sie tatsächlich auch auf die anderen Parteien zugehen, um mögliche Koalitionen auszuloten? Schauen wir zum Beispiel nach Ostdeutschland, da sind Sie drittstärkste Kraft. Ja, also ich denke, dass natürlich sich auch in den Wahlergebnissen von uns zeigt, dass insgesamt eine ganz große Unzufriedenheit besteht mit der Politik der Ampelregierung. Also das sieht man daran auch, weil tatsächlich macht die Ampelregierung einen ausgesprochen schlechten Job. Also wir werden im Moment in Deutschland sehr schlecht regiert und das sieht man auch an diesen Wahlergebnissen, dass da eine große Unzufriedenheit ist. Und wir als BSW, wir sagen sowohl bei den Landtagswahlen als auch bei der Europawahl, selbstverständlich sind wir bereit, verantwortungsvoll umzugehen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und wir sind auch offen für Gespräche im Europaparlament, für entsprechende Fraktionsbildungen. Wir werden auch offen sein für Gespräche nach den Landtagswahlen, für entsprechende Koalitionsbildungen. Allerdings einschließen wir aus, Zusammenarbeit mit der Extremrechten, mit der AfD, das machen wir nicht. Und ansonsten sind wir offen für Gespräche. Mit den Grünen können wir es uns im Moment auch wirklich nicht vorstellen, weil die Politik wirklich komplett gegen das, ja, eine ganz andere Richtung einschlägt, als die wir für richtig halten. Aber klar ist für uns, wir sind keine Mehrheitsbeschafferin. Wir machen das nicht nur, weil wir gerne an die ja, Töpfe der Macht wollen, sondern wir stehen gerade für das wir gewählt worden sind. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, viele Menschen haben wirklich die Nase voll von Parteien, die vor dem Wahltag ganz viel versprechen. Und kaum geht es dann darum, Posten zu verteilen, dann sind plötzlich die Ideale alle weg und man macht dann nur noch das, um die Macht zu erhalten. Das machen wir nicht. Frau Mohamed Ali, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sprechen Sie sich auch nach dieser Europawahl für Neuwahlen im Bundestag aus. Denn wir sehen ja, wir haben noch ein Jahr bis zum September nächsten Jahres Rot, Grün, Gelb. Und die Ampel hat so ein katastrophales Ergebnis eingefahren. Also glauben Sie, dass es jetzt wirklich an der Zeit wäre, genau wie in Frankreich, auch in Deutschland national wählen zu lassen? Also ich finde das schon. Also man sieht ja in der Tat, dass es für die Politik dieser Ampelregierung immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es zu Neuwahlen kommt und dass auch gerade was die Außenpolitik angeht, die Bevölkerung jetzt noch einmal neu entscheiden kann, welchen Kurs sie möchte. Denn ich bin der Auffassung, dass hier auch die Ampelregierung, allerdings die Union auch, muss man sagen, einen sehr gefährlichen Kurs eingeschlagen hat. Unter anderem auch damit, dass jetzt freigegeben worden ist, dass mit deutschen Waffen von der Ukraine auf russisches Staatsgebiet auch geschossen werden kann. Dieser Krieg droht weiter zu eskalieren und das wäre wirklich eine Katastrophe für Deutschland, für Europa und auch für die ganze Welt.
Denn Russland, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, ist Atommacht, ist sogar die größte Atommacht der Welt. Und hier weiter zu eskalieren, ist ein sehr gefährlicher Kurs. Und ich wünsche mir, dass wir da zu einem anderen Kurs kommen, nämlich hin zur Entspannungspolitik. Sie haben ja eben eine klare Abgrenzung zur AfD vorgenommen, aber genau die AfD fährt ja auch diesen Kurs, dass man mit Russland verhandeln muss, dass man eine neue Ukraine-Politik braucht. Und die AfD hat trotz der Skandale und Affären deutlich zugelegt. Und auch wenn sie jetzt Maximilian Krah aus der Europadelegation rausgeschmissen hat, also die AfD, sehen Sie weiterhin als große Gefahr für Deutschland, aber auch für Europa mit den anderen rechten Parteien, die auch deutlich zugelegt haben? Ja, die AfD ist eine Partei, die Rechtsextreme und Nazis in ihren Reihen hat und die Führung duldet das. Und das sind Menschen, die tatsächlich, ja, meiner Ansicht nach die Axt ansetzen wollen an ganz grundsätzliche Dinge unseres Rechtsstaats. Und das finden wir wirklich grundfalsch. Das heißt, wenn die AfD weiter aufsteigt und irgendwann in eine Situation kommt, dass sie die absolute Mehrheit bekommt, was ja in einigen Bereichen stattfinden kann, also davor graust mir ganz gewaltig, weil ich überhaupt keine Sicherheit habe, dass diese Leute, die wie gesagt Rechtsextreme in ihren Reihen haben, dass die überhaupt unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat noch weiter erhalten wollen. Da habe ich große Zweifel, dass das so ist. Und deswegen ist das meiner Ansicht nach eine Gefahr. Was die AfD ja aber auch vertritt, ist eine Politik für Superreiche. Also wenn man sich mal anguckt, welche Bevölkerungsgruppe am meisten profitieren würde, wenn auch die wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen Dinge, die die AfD will, wenn die umgesetzt würden, dann ist das reichste Prozent der Bevölkerung. Also die würden auch den Axt anlegen an unseren Sozialstaat, also noch weiter den aushöhlen. Der ist ja im Moment schon in keinem guten Zustand. Und das ist auch etwas, was wir ganz strikt ablehnen. Amira Mohamed Ali, die Co-Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht, nach ihrem Wahlerfolg bei der Europawahl. Ich danke Ihnen, Frau Mohamed Ali, für dieses Gespräch.